In der Godot Engine 4.5 kannst du ab dem Development Snapshot 4 jetzt sowohl in GDScript als auch in C# endlich Varianten direkt in den Inspektor der Engine exportieren. Doch wie geht's im Code, worauf musst du achten und was gibt es zu wissen? Ich zeig's dir in der heutigen Folge von Godot 4.5 in wenigen Minuten erklärt. Ich bin der Truly Most Wanted, lass gerne einen Like da, wenn es dir gefallen sollte und abonniere, wenn du mehr sehen möchtest. Feedback und Meinungen zur Folge gerne in die Kommentare schreiben. Und schon sind wir in der Godot Engine 4.5 im Development Snapshot 4. Und wir gucken uns mal hier diese beiden Nodes an, die ich eingefügt habe, mit je einem C#-Skript und einem GD-Skript. Denn ich habe hier mal zwei Variablen jeweils im Inspektor der Engine exportiert. Und zwar einmal unseren Test-Value, was hier eine Variante von Godot ist, und hier unten die Variant Types. Das ist alles Mögliche, was in eine Variante so reinpassen kann. Denn ein schöner Fun-Fact: Unter der Haube ist die Variant-Klasse nichts anderes als ein Enum, eben das, was wir rein zuweisen wollen, und dahinter der gespeicherte Wert in einer dynamischen Variable. Und das wollen wir uns mal genauer anschauen mit dem Exportieren der Variante hier oben. Wir haben unseren Test-Value, der ist normalerweise am Anfang immer auf Null, weil nichts zugewiesen ist. Und Null kommt hier über den Type Nil zustande. Das ist eben der Eintrag in diesem Enum, um zu sagen, da ist gar nichts drin. Jetzt können wir auf den Stift hier oben gehen und jeden beliebigen Datentyp hier auswählen. Ob was Primitives wie Integer und wir tragen hier eine 42 ein. Oder wir nehmen zum Beispiel hier einen Vektor 3 und haben x, y und z dabei. Oder wir schnappen uns dann doch eher ein Dictionary und gehen ins Dictionary hier oben rein und bestimmen hier genau die Types. Einmal zum Beispiel wollen wir hier einen String haben, eben sowas wie A, und wir wollen A mappen auf zum Beispiel eine Color. Und da können wir hier die Farbe Rot auswählen und das hier einfügen. Wir können mit dieser Variable hier oben alles Mögliche speichern und die Types hier beliebig wechseln. Das ist ziemlich praktisch, weil dadurch haben wir mehr als 20 verschiedene Objektarten und Datentypen in der Godot Engine, die wir in ein und dieselbe Variable zuweisen können. Nur wie genau exportiert man eigentlich sowas? Egal ob GDScript oder C#. Wir gehen einmal hier oben in den Script-Tab und wir gucken uns mal zuerst hier GDScript an. Ganz simpel, du brauchst das Export Annotation ganz vorne, dann definierst du eine Variable, der gibst du irgendeinen Namen und dann sagst du, diese Variable muss vom Type Variant sein. Wenn du das hier einträgst, hast du diesen dynamischen Datentypen, der wie gesagt vieles hier oben speichern kann. Unter anderem bei Object auch die Nodes oder Ressourcen. Und umgekehrt hier unten zum Testen, das Variant Type Enum ist eben die Auflistung aller Typen, die eben in diesen Datentyp hineinpassen. Gucken wir mal, wie das in C# aussehen würde. Gehen wir hier oben hin. Ich bleibe gerade in Godot, weil es kurz schneller geht und es ist genauso einfach. Wir nutzen in C# das Export-Attribut. Dann sagen wir, die Variable ist öffentlich oder privat. Dann geben wir den Datentyp an, eben unsere Variant, und dahinter den Namen. Hier Test Value und hier unten für das Variant Type Enum einmal Variant Types. Und das ist es auch schon. Mit dieser einen Zeile Code kann man jetzt über 20 verschiedene Datentypen im Inspektor der Engine zuweisen. Schon ziemlich cool, oder? Das kommt in der Godot Engine 4.5 und geht ab dem Development Snapshot 4. Aber es gibt noch viel mehr Änderungen. Lass gerne einen Like da, wenn dir dieser Tipp geholfen haben sollte. Abonniere, wenn du die anderen Updates nicht verpassen möchtest. Und schreib gerne mal in die Kommentare, was du von diesem Feature hältst. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge.